So, alles notiert. Zettel ist bereit. Sind auch Lilien hier, ne? Mhm. Cut down in her prime. I can relate. Mhm. I'm guessing this is where most of the girls keep their personal belongings. Doesn't seem to offer much in the way of privacy. I'm guessing this... Mhm. Sehr runtergekommen hier. The girls here don't get much in the way of a dressing area. Still, something is better than nothing, I suppose. Dann reden wir mit Ruby. So, Ruby. Yes? Oh Gottes Willen, so viel. How long have you been in this business? Only a few months now. Used to work at a kitchen, but then they brought in some of those new automated machines. Ah, a sadly familiar story. At least this profession isn't in any danger of being made obsolete by steam tech. Cold steel can never replace a warm touch. Mhm. Let's just hope that's true. Have you heard of the Justice Killer? No, I don't believe so. He's a serial murderer who's killed 5 victims, mostly men from Chumley. Die alle vielleicht hier in dem Bordell? Beziehungsweise tötet der Justice Killer... Oh, pass auf. Oh, Hot Takes. Oh, Hot Takes. Wir haben ganz rechts das Bild der Lily. Lily ist wie die Lilie. Also das ist ja praktisch ja nur die Übersetzung. Ne? Nur es gibt halt in Deutsch heißt das die Blume Lilie und es gibt keinen Namen, der Lilie heißt. Also zumindest kenne ich das nicht. Aber Lily und Lily ist halt im Englischen, ne? Also der Name und die Blume. So. Lily, was wir da gerade gesehen haben, das Bild, wurde in ihrer Prime, wie er sagte, in ihrer Blüte ihres Lebens umgebracht. Also verschieden. Tötet der Justice Killer im Namen der Lily, der Lilie, Männer, die Frauen etwas Böses getan haben oder ausgenutzt haben. Und da zählt der Prostitution mit rein. Ist das eventuell so? Und dann hätten wir einfach, glaube ich, so 4 oder 5. Ne? 4 hätten wir, glaube ich, könnten wir schon abhaken. 2 durch, glaube ich, Prostitution. Einen durch Frauenschläge und den anderen werden wir schon rauskriegen. Es könnte doch sein, oder? Nehmen wir das mal fest. Oh dear, that sounds dreadful. Is that what you're investigating? Wäre schön, wenn ich das irgendwie angeben könnte. It is. Do you know anyone who might have some information about him? I don't. Sorry I can't be more help. Ja, wir spielen uns durch. Hier, diese beiden. Ah, nee. Never mind. Sorry. You met recently with Percival McDonough, is that right? How did you know that? I thought he was meant to keep those sorts of things private. He had your name written down in his calendar. And you found me here based on that? Well, I am a detective. Suppose that's true. Anyway, yes. I only met him the one time. There wasn't anything remarkable about him. After we finished, he got all emotional about his wife, but I could hardly understand what he was saying. I hate it when they cry afterwards. Are you familiar with Reggie Willingham? Oh, him? He had to be banned from Jetzt here. ist so. Ist so. Die werden entweder hier, das wird der Grund sein des Justice Killers. Er will die Rechte der Frauen, sozusagen die Frauen schützen. Gerechtigkeit. Really? What happened? He got way too rough with one of the girls. She ended up shy a few teeth. Alter, wie man Sachen mit Gewalt immer nur lösen kann. Klar, als Selbstverteidigung, als letzter Ausweg, wenn ihr so wollt. Ja, aber doch nicht, also... Ich glaube, diese Folge wird im Übrigen Überlänge haben. Ich habe mir die Timestamps jetzt bei der Tür und was nicht alles nicht gemerkt. Egal. Dear Lord. Yeah, apparently he wasn't too fond of boundaries. Herrlich, ich liebe solche Leute. Good riddance to him, I say. Were you aware that Mr. Willingham was murdered? What? Oh, well, now I feel terrible for saying good riddance. I meant... I think I know what you meant, Ruby. It's fine. Ja, die werden alle
Did you ever meet a man named Burley Cause? No, I never met him, but one of the other girls had him as a client. 3 können wir schon abhaken. I remember because she was laughing about his name. He wasn't very burly, if you get my meaning. Right. Do you know Ennis Bowditch? Bowditch? Didn't think I'd be hearing that name again. Alle. Ja, vielleicht ein... nee, ich dachte gerade ein Verehrer von Ruby, der Justice Killer. As I understand it, he was seeing your friend, the serving girl at the ruined coffee house. Yeah, that's right. Annabelle. She broke things off with him a while ago, though. So she said. Did you ever know him to be violent? Violent? The bastard nearly beat Annabelle's brains in once. Why do you think she chucked him? Oh, I'm sorry to hear that. At least she had the good sense to get rid of him. Ja, super. Perhaps we should go confirm this newly discovered fact with Annabelle. Machen wir auch. Did you ever have a client named Hannibal Kirkland? No, that name doesn't sound familiar. Sorry. Okay, das ist der einzige auf der Liste, den wir nicht zuordnen können. I'll just leave you. Thanks. Jetzt gucken wir mal in unser Tagebuch. Wer... Ah, hier habe ich es aufgeschrieben, okay. Können wir das... Da. So, Kopfschuss, Eisenkocher. In seiner Wohnung unter einem Vorarbeiter angezeigt hatte, dass er nichts arbeitet. Justice. Nichts im Interesse Kirklands. Was war denn mit Kirkland? Ich habe die Namen nicht mehr so drauf. War das hier... wer war denn jetzt Kirkland? War das der seine Frau geprügelt hat? Weil es laut wurde in der Wohnung? War das der? Ja, so ein Ärger. Egal. Wir machen eins nach dem anderen. Arbeiten das ab. Begging your pardon, miss. Kirkland. Fragezeichen. How can I help you, sir? I spoke with your friend Ruby. She told me something quite disturbing. What was that? She said that Ennis had fits of violence, and that the reason you ended your relationship was because he hit you. Why would she tell you that? That was my secret to tell, not hers. I thought we were friends. It's obvious she cares about you and was worried about your well-being. Well, it hardly matters now Ennis is dead, does it? But is it true? Did he raise his hand to you? Yes. It is true. As I said before, something changed in him. I have no idea what, but I had to get away. I see. Thank you for your honesty. I'm sorry you had to experience what you did. I'll let you get back to work. Thank you. Okay, nochmal reingucken, was für einen Hinweis wir da jetzt gerade bekommen haben. Jetzt wird es sehr interessanter. Also Ennis ist sehr gewalttätig. Schlug manchmal zu, das finde ich ja auch. So, jetzt glaube ich, kommen wir in eine heiße Phase, wo es langsam schwierig wird. Ich habe es nicht gespeichert. Dann speichere ich mal bei Guy. Überspeichere ich mal und sage Lily Justice. Das jetzt gespeichert? Nicht gespeichert. Gut, dass ich das jetzt merke. Ist natürlich auch wieder eine tolle Sache. So, jetzt das kann man es noch nicht anzeigen. Ach, come on.
Jetzt habe ich wieder 3 Slots. Also, naja, ist egal. Ich habe ja darüber genug gesagt, über das Handling. Wir müssen zu den Docks. Jetzt weiß ich nicht, sind wir schon über der Zeit? Ich mache noch 5 Minuten, dann ist es halt zur Not zu lang. Gehen wir nochmal zum zentralen Lampenlager. Just a bunch of crap. Können wir vielleicht nochmal hier irgendwas erfragen? Yeah. Of course. Okay. With all these promises of technological advancement, have the Redites given you any trouble? Oh, those tech-fearing dolts. Yes, I'm sorry to say that we've gotten threats from them. They have yet to carry any out, which is unsurprising. How so? Groups like that are all bluster and no backbone. I've seen some evidence to the contrary. Is that right? Well, we've seen little beyond threatening letters, and I intend to make sure it stays that way. Do you have any of these letters I might have a look at? Yes, I have one. I'll give it to you before you leave. Thank you. Happy to... Happy to help. Here's that letter you were... Ja. So, an die Ingenieure des Chaos und der Zerstörung, ihr arbeitet in völligem Gegensatz zur natürlichen Ordnung der Dinge. Eure sogenannten Verbesserungen werden der Untergang unserer Gesellschaft sein. Wenn ihr eure unsäglichen Experimente nicht beendet, sind die Redditen, also die Reddits, gezwungen, aktiv zu werden. Lasst euch das eine Warnung sein. PF. Now that's interesting. Whoever wrote this letter signed it with initials. They can't have been so stupid as to make themselves so easily identifiable. Perhaps it would be a good idea to take another look at that list you got from Snellen. Ja. Ich meine, da haben wir einen. Aber ich gehe erstmal hier weg, dass das nicht mehr so laut ist. Ich glaube, wir haben da einen. So, das muss ich bei Upton wieder machen. PF. Therein lies Upton's boudoir. Ja, Therein lies... aber... Ist jetzt nicht angucken? PF. Kann ich mir das jetzt nicht angucken, oder was? Weil das jetzt hier an der Wand klebt. Das kann doch nicht sein. Es ist so frustrierend, solche Momente. Ich kann das nicht abrufen. Vielleicht hole ich mir das Dokument aus der Aufnahme. Guck mir das da nochmal an. So, den Docs, da suchen wir gleich nach. Investigate the Gilded Lily, das haben wir gemacht. Mit der Dame haben wir geredet. Ist das anstrengend. Na gut. Können wir in der Zeitung noch vielleicht den Namen einmal finden. Ich meine, wir hatten einen, den wir auch verknackt haben, der mit den 6 Angriffen. Ich guck mal in der Aufnahmepause, wo ich den Namen herkriegen kann, und dann werden wir uns wiedersehen. Bis dahin, tschüss. Ja, herzlich willkommen zurück, liebe Leute. Also, ich weiß nicht, ob es jetzt gute Neuigkeiten sind oder schlechte, oder ob ich uns in eine Sackgasse manövriert habe. Der Name ist tatsächlich PF, dieser Peyton Ferguson. Das habe ich jetzt nochmal rausgesucht. Scheinbar ist es so, dass wir den Erpressungsletter vorher finden sollen, bevor wir den Namen finden. Wir haben jetzt alles richtig gemacht, deswegen können wir auch das Bild nicht mehr angucken. Meine Vermutung ist aber, dass das Spiel uns daraus einen Strick dreht, dass wir was ohne Beweise gemacht haben. Wir haben ja aber den Beweis jetzt gefunden, also das heißt, wenn die Spiellogik in sich stimmig ist, könnten wir auf eine Kritik sozusagen, ja, hier, Udo, du hast mich ohne Beweise eingesperrt. Moment, das stimmt doch gar nicht. Hier ist mein Beweis, der Brief, den du selber mit deinen Initialien unterschrieben hast. So, das könnte man jetzt ja machen. Ob wir den vorher oder nachher haben, ist egal. Ja. Lirum Larum. Wir machen weiter. Ich würde ganz gerne nochmal mir die Lily angucken.
was wir hier haben. Und zwar nochmal den Schrein. Nachdem ich jetzt da so viel drüber geredet habe, so viel Hot Takes, wie ich ja immer sage, rausgehauen habe, würde ich mir ganz gerne das Porträt nochmal angucken, ob wir mehr Hinweise finden. Lily, 1809 to 1843. I wonder what happened to her. Okay, die ist ja gerade erst gestorben, oder? Welches Jahr haben wir? Haben wir nicht 1844? Damn shame to be cut down in the prime of your life. Believe me. Damn Okay, und warum? cut down in... Okay, können wir sie nochmal fragen? So, Yes? that's a rather nice portrait. Who's the subject? Oh, that's Lily. Before my time. Die ist noch nicht so lange da, es könnte trotzdem noch passen. Serafina knows loads about her. Even changed the name of this place in her honor. You might try asking her if you want to know more. I'll just leave you. Thanks, love. Das war die, ne? Die das? Ja. Das ist bestimmt die Schwester oder sowas. May I ask you a few questions, Serafina? Ist sie? Nee. Oh, jetzt wird's aber wild. Of course you may, but Jetzt wird's aber wild. Jetzt wird's aber wild, okay. Could you tell me about the young lady in the portrait hanging in the back room? that's Lily Peterson. She was a wonderful woman and a great friend. Ah, Freundin. What happened to her? It's a rather tragic story, Mr. Fordham. Es ist, wie I'd wir rather das... not go into too much detail. Ist wirklich, wie wir das gesagt haben vor 2, 3 Folgen oder einer Folge. Ich weiß nicht genau, wie ich das schneide. Es ist bestimmt so, dass der Samuel vielleicht der Bruder, der Mann ist oder was. Also am ehesten wahrscheinlich der Bruder, der dann festgestellt hat, dass der Ehemann, Freund, Lebensgefährte seine Schwester umgebracht hat und jetzt jagen geht auf die Leute. The short version is this. She was with a client who got very carried away. She was able to defend herself enough to mortally wound the bastard, but the damage had already been done. Haha, The girls and I decided among us that we would rename this establishment in her honor. das war ihr Ende. Was, ist sie eingeknastet worden, oder? Some days it's still hard to believe she's gone. I haven't even been able to get rid of her box of things. I'm very sorry for your loss, Serafina. Thank you, dear. It was especially awful given Lily's past. Her sister died at the hands of her own husband some 16 years before. Guck mal. Da muss irgendwer sein, der in Zusammenhang ist. Also 2 Schwestern, die durch Gewalt durch Männer umgebracht worden sind. Wer ist der Dritte im Bunde? Some people just can't escape tragedy. Huh. Something tells me these deaths are significant. It might be a good idea to learn as much as we can about Lily Peterson. Das weiß ich doch schon längst. Jetzt, toll. Tolles, also Thank you for your time. Of course. tolles Rätseldesign. Wirklich, wirklich toll. Jetzt würde ich aber gerne diese Kiste mit den Sachen mir angucken. I'm not... We've exhausted her knowledge. Muss ich nochmal gucken, ob wir da hinten die Kiste finden. Den sollten wir auch im Auge behalten. Wir hören ja hier alles, was wir sie interviewen. I'm guessing this is where most... Können wir sie nochmal fragen, ob wir die Kiste kriegen. So, Yes? Kiste, komm bitte. Ja, Serafina bitte. told me that Lily's possessions are still here. Do you know where they're kept? Oh nein, wie geil. Wie nice. Yeah, in that cabinet over there. Lily had a special place in Serafina's heart. I don't think she has the nerve to get rid of this stuff yet. Do you think I could take a look through it? Oh, I don't know. Bitte, bitte, bitte. Serafina never has to know. I promise I'll only look, not touch. If I had a crown for every time I'd heard that. Oh Gott, ja. But, all right. As long as you keep your word and don't take anything from the box, I'll let you have a look. I'll get it for you after. I'll just leave you to it then. Thanks, love. Okay. Wir können nichts machen in der Zeit. Die Box kommt. There you go. All yours for the browsing. Schauen Sie sich ruhig drin rum. Oh, jetzt bin ich aber fast ein bisschen nervös hier, wie das hier weitergeht. Oh, was für ein tolles Detektivspiel. Ja, ich lösche noch mal ganz kurz ein paar Sachen.
bin aufgeregt, Leute. Los rein. Los geht's. Ein Brief. These don't look too valuable. A cheap ring. Must have had sentimental value, because otherwise there'd be no point in keeping it. Tagebuch und Brief. Nee, ein Schal. Nice scarf. Impressively clean, too. Lily clearly took care of her things. Let's see what we have in here. Jetzt kommen wir der Rätselslösung nahe. Liebe Miss Peterson, auch wenn es vielleicht unüblich sein mag, wenn ein Detective nach Abschluss eines Falls die Verwandten eines Opfers kontaktiert, so muss ich doch sagen, dass Ihr Fall mich innerlich tief berührt hat. Natürlich ist das Datum nicht da. Bitte. Ach so. Okay, bitte lassen Sie mich wissen. Ich versuche es mal so mit zu vervollständigen. Bitte lassen Sie mich wissen, wenn es etwas gibt, das ich tun kann, um Ihnen in dieser schwierigen Zeit zu helfen. Ich hörte, dass Sie es auf sich genommen haben, den Sohn Ihrer Schwester aufzuziehen, wofür ich Sie zutiefst bewundere. Und ich habe großen Respekt vor Ihrer Kraft und Ihrem Willen, den Sie aufbringen. Der Sohn der Schwester. Ja, alles wie Hintern auf Eimer. Das ist es. Wenn wir jetzt den Hinweis bekommen, ich habe gar nicht, dass ich so aufgeregt war. Ja. Detective Barnett. Danke. I think we're good on... Wir können das wieder wegräumen. Beziehungsweise nein, wir gehen nochmal hier hin und gucken nochmal, ob wir mit ihr reden können. We've exhausted... Okay. Müssen wir was über Detective Barnett herausfinden. Ich gehe immer noch nicht zu den Docks. Ich weiß, dass wir da noch hin müssen. Chief Snelling? Yes. Do you recall a murder involving a woman named Lily Peterson about a year Noch ago? ein Jahr. Noch ein Jahr. Lily Peterson. Yes, that name does sound familiar. Of course, the prostitute murder. That wasn't one of yours, was it? No, it wasn't. Do you remember any other details? As I recall, the woman was beaten severely by one of her clients, who escaped and was never found. She died a few days later in the hospital. Oder sucht er den Mörder? Sucht er den prostituierten Mörder? Das kann auch sein. How is this of any relevance, exactly? That's what I'm trying to piece together. Did you know that Lily Peterson had a sister who was killed some 16 years ago? I didn't. Are you suggesting that's related somehow? Ja, ist es. I think it is. Would you be able to get me the case file? What was the victim's name? That's what I'm trying to find out. That might be a bit more difficult, unless you can give me more details. I'll try my best. Very well. What year did you say the case was from? 43, oder? Ach, wir suchen ja das erste. Suchen wir das erste? Jetzt bin ich gerade ein bisschen durcheinander. Die erste haben wir ja. Das ist ja Lily Peterson. Das bedeutet... okay, wir müssen 43... sind 33, sind 27. Ich habe mich dann verguckt, dann sind es wohl 28. 28, 26. Also es ging um den vor einem Jahr. Jetzt ist 44, dann sind es 43. Ja, dann muss es ja eigentlich 8. Ja, keine Ahnung, Alter. Was war denn das jetzt nochmal? Ich werde mich hier nicht vertun. Ich hüpfe nochmal ganz kurz in die Aufnahme, die ich bisher habe, diese 11 Minuten. Und wühle nochmal oder gucke nochmal, ob ich da noch ein paar Infos habe. Und dann drücke ich hier weiter. Ich kann ja raustappen. Ich will auf gar keinen Fall jetzt hier was Falsches sagen, obwohl ich glaube, dass wir das wiederholen können. Nur es gibt ja hier auch einen Zeitfaktor. Und ich habe da keinen Bock drauf, dass uns dieser Zeitfaktor vielleicht zwischenhaut. Bis gleich.